40 € gegen 400 €. Lattafa Emir. Ja, was für eine OVP, was für ein cooler Flakon. Ich betone das, 40 €. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Ich habe das Licht ein bisschen dunkler gestellt, wird wahrscheinlich trotzdem nicht so gut zu sehen sein. Schönes Licht, schöner, ja, OVP, schön OVP und ein cooler Flakon, der kaum, ja, rausbekommen ist. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice für 40 €. Was soll ich dazu sagen? Da können sich einige mal was abschneiden. 100 ml sind das. Und ja, jetzt kommen wir zu diesen schönen Zitronenbergamotte und Wacholderbeerenduft. Und ja, er kostet 40 €, hat ein großes Vorbild, 400 €, mehr sage ich nicht. Und ja, wir kommen erstmal zum Flakon. Ja, Gold, ja, das muss man mögen, ne? Das ist ganz klar. Und der Sprüher ist dementsprechend sehr gut, ja. Und der Duft, es ist schon, ja, kommen wir gleich zu. Bisschen locker hier, okay, das muss man mögen, stört jetzt aber nicht unbedingt. So, ihr habt gesehen, ein guter Sprüher. Und ja, jetzt kommen wir zum Duft. Ihr habt sofort Zitrone. Also das ist Zitrone zum Abwinken. Ich würde mal behaupten, diesmal, ihr nennt das ja mal so gern WC-Stein oder whatever, Klostein. Nein, das habt ihr hier nicht. Hier kommt was gleich Holziges, finde ich, im Background. Auf jeden Fall sehr zitrisch. So ein bisschen NIM2-Style, wirklich. Das kommt ein sehr nah, so NIM2 könnte man fast betiteln, und die Bergamotte ist sehr präsent. Also ihr merkt hier Zitronen und Bergamotte, aber die Bergamotte ist so ein bisschen harsch, während die Zitrone doch ein bisschen säuerlich süß ist, und das macht dieses Zusammenspiel sehr cool. Die Brombeere, die Wacholderbeere macht eher das Süße als die Zitrone, ne? Aber die Zitrone kann auch ein bisschen süß sein, aber ich habe sofort was Holziges. Das rieche ich. Das ist auch mal sicher wichtig, was ihr riecht und nicht immer was in der ganzen Duftpyramide steht. Ich werde euch das mal vorlesen. Wacholderbeere, hatte ich recht. Muscatella Salbei ist da noch nicht. Dann kommt Kardamom, Sonnenholz. Siehst du, genau das ist das, was ich schon rieche vorher. Dann kommt nachher weißer Tee, Weihrauch, Ambra, Zedernholz, Kaschmeran und Patchouli hinzu. Ja, das ist im Endeffekt ein sehr schön holzig, zitrischer Duft, der vor allen Dingen jetzt, wenn es wärmer werden sollte, und das wird jetzt zum Wochenende auf jeden Fall wärmer, und dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen wärmer bleiben. Was heißt wärmer, ne? Also wir hatten Minusgrade, jetzt geht es so ein bisschen an die 8, 10 Grad soll das werden, und vielleicht unten in Deutschland noch ein bisschen wärmer, und dementsprechend wird das so langsam zum Frühling hin perfekt, muss man sagen. Und diese ganze DNA ist natürlich schon luxuriös, riecht der. Das wollte ich auch noch sagen. Das ist nicht immer bei einem zitrischen Duft gegeben, dass der auch noch luxuriös riecht. Ich finde, er riecht luxuriös, und man darf nicht vergessen, der gute Hoss, ihr kennt den, ich werde ihn mal kurz einblenden. Das ist sein Duft tatsächlich. Ich meine, der Mann hat sehr viel Geld, sehr viel Geld. Er fährt ein Bugatti, vielleicht sogar 2, er hat Privatjet, aber trägt diesen Duft für 40 €. Was sagt uns das? Das sagt uns einfach, dass sie irgendwas richtig machen. Mein Gelaber, mein Reden seit, ja, ewigen Zeiten, aber auf mich wollte keiner hören. Ja, auf jeden Fall gute Qualität, und man muss natürlich was Zitrisches mögen, aber wer dieses Sandelholz, dieses holzige Bergamotten-Feeling bisschen, ja, es ist schon sehr bergamottenlastig und zitrischlastig, aber die Wacholderbeere macht das richtig schön süßlich ein bisschen, und ist es ein schöner, luxuriöser, günstiger Duft, der auf jeden Fall sehr, sehr gut seinen Bruder, sag ich mal, folgt. Sagen wir mal so, ja. Und dann kommen wir zur Haltbarkeit. Da sind wir auf jeden Fall gut locker bei 7, 8, 9 Stunden. Ich sage ja immer nicht so viel zur Haltbarkeit, weil jede Haut anders ist. Kann auch sein, dass ihr den nur 4 Stunden riecht, was ich allerdings nicht glaube, oder eben noch mehr als 10 Stunden. So, wie gesagt, jede Haut ist anders. Wichtig ist die Sillage, und die nehmt ihr auf jeden Fall die ersten 2 Stunden gut wahr. Wirklich gut wahr. Die powert schon gut raus.
und hat gut Dampf. Ja, dann wird er natürlich ein bisschen schwächer. Es ist ein frischer, holziger Duft, mehr natürlich, wie gesagt, zitrischer Duft und dementsprechend klingt er nachher aus, aber er ist trotzdem immer präsent und ihr bekommt auf jeden Fall noch Komplimente oder er wird auf jeden Fall angesprochen auf den Duft auch noch nach 6 Stunden, 6, 7 Stunden. Ja, das kommt darauf an, wo ihr ihn habt und wie ihr natürlich ausdunstet und wenn ihr den auf den Klamotten tragt, dann ist er schon so noch ein bisschen länger am Start. Ja, aber im Endeffekt bekommt ihr hier für 40 € einen richtig guten Duft mit einer richtig guten OVP. Die muss man tatsächlich auch nicht unbedingt wegtun. Da tut man den da rein und hat das schöne Teil auf jeden Fall gut am Start. Lattafa haut da mal richtig was raus. Ja, 100 ml. Ja, mehr. So sieht es aus. Solltet ihr unbedingt testen. Vor allen Dingen für Fans der zitrischen Noten, bisschen holzige Basis. Wer sowas macht und wer denn trotzdem noch luxuriös riechen will und nicht nach Klostein, hinten raus orientalisch-arabisch angehaucht, ist es auf jeden Fall, da ist mehr auf jeden Fall ein richtig guter Duft. Ja, das war's. Den wollte ich euch schon vor längerer Zeit mal vorstellen. Dementsprechend, ja, habt ihr den erstellt? Ich könnte noch mal reingucken, weil ich das ja neuestens mache. Deswegen habe ich eigentlich auch nur das hier rumstehen. Wie der bewertet ist auf Parfumo. Da hat man 125 Bewertungen und hat eine 7,4. Ja, ja, kann man so machen. Ich weiß gar nicht, guck mal, habe ich den auch bewertet? Nein, ich habe den tatsächlich noch nicht bewertet. Bei mir bekommt er auf jeden Fall eine gute, also ich würde ihn schon eine 8 bis 8,5, das muss ich noch mal gucken. Also die hat er auf jeden Fall verdient. Ja, kann ich so sagen. Und Hyperkite 8,1 und CR 7,9. Ja, sagte ich ja. Das ist so, das kann man so machen. Ja, Preis-Leistung 8,7. Ja, Preis-Leistung ist natürlich, was das angeht, unschlagbar. Ja, Freunde, das ist mehr von Lattafa. Solltet ihr testen. Falls ihr ihn kennt, schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Duft haltet. Und dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch und bis zum nächsten Mal.